Liebe Simracing Community, herzlich willkommen hier zurück in unserem Ron Reviewed Kanal. Wie versprochen und von einigen von euch gewünscht, habe ich mich mit den CSP V3 Pedalen beschäftigt, um diese mit den CSL Elite Pedals gegenzutasten. Ich war jetzt die letzten Wochen mehrmalig zwischen diesen beiden Pedalen unterwegs, um für euch die Unterschiede herauszuarbeiten. Viele von euch haben die Frage gestellt, CSL Elite Pedale 220 €, PV3 360 €, lohnt der Preisunterschied? Und dahingehend habe ich mich mit beiden Pedalen genau auseinandergesetzt. Ich möchte mit euch darüber sprechen. Ich habe hier auch noch dieses Clubsport V3 Dämper Kit geordert, Brake Performance Kit, und will näher darauf eingehen, welche Unterschiede ihr erwarten könnt. Lohnt der Aufpreis? Wo könnt ihr die Unterschiede dingfest machen? Ja, was ihr noch weiter erwarten könnt. Ich werde es vermutlich in ein eigenes Review packen. Ihr seht hier ganz auf der linken Seite, mein Playseat wurde nach eher kurzer Zeit wieder ausgemustert. Ich bin geswitcht zu einem, da drehe ich mich jetzt mal gleich rechts, Fanatec Renn Sport Cockpit. In meinem Fall, hier seht ihr noch die V1-Version. Was es damit auf sich hat, wieso dieser Wechsel nach relativ kurzfristiger Zeit. Ich hatte auch ein kurzes Intermezzo mit einem Speedmaster S. Das möchte ich euch in einem eigenen Review wiedergeben. Hinsichtlich der Optik, Haptik, Materialanmutung unterscheiden sich beide Produkte relativ deutlich. Ihr seht, das Finish der CSP V3 Pedale ist nochmal deutlich hochwertiger ausgelegt. Für den Aufpreis von um die 140, 150 € bekommt ihr dieses wahnsinnig edel schwarz eloxierte Metall geboten, durchwegs sauber, ordentlich verarbeitet, und eine Portion mehr an Anpassungsmöglichkeiten erwarten euch mit CSP V3. Was bei den CSL Elite hier relativ einfach und zweckmäßig ausgeführt wurde. Ich hänge euch oben rechts den Link nochmal mit bei. Schaut euch mein ausführliches CSL Elite Review nochmal an. Diese Pedale zeichnet eine äußerst einfache Handhabung aus. Ich bin darauf eingegangen. Ihr könnt diese, so wie in meinem Fall, relativ einfach umbauen. Warum in meinem Fall umgebaut? Ihr seht das hier, ich habe zum Beispiel hier mein Load Cell Kit ganz auf die linke Seite gesetzt, die Kupplung in die Mitte, die Bremse ganz rechts. Diese CSL Elite kamen bei mir überwiegend auf dem Playseat in den Einsatz, und da habt ihr diese etwas unvorteilhafte Stange in der Mitte eurer Füße, und somit könnt ihr die Pedale aus der Mitte relativ gut ausrichten. Und da ich vorwiegend mit Gas rechts, Bremse links unterwegs bin bzw. operiere, habe ich mir die auch so umgebaut, um hier komfortablen Zugang zu haben. Ganz einfach zu bewerkstelligen, toll gelöst bei den CSL Elite Pedalen über diese Schrauben, diese Buchsen, und ihr könnt diese dann entsprechend eurer Wünsche exakt konfigurieren, eigentlich zentimetergenau ausrichten. Wie macht das CSP V3? Welche Möglichkeiten habt ihr bei CSP V3? Ihr seht von der Ausführung her etwas massiver diese ganze Sache. Ihr habt diese Metallbuchsen mit diesen eingelassenen Messingbuchsen, die eine extrem hohe Spielfreiheit garantieren. Die CSP V3 Pedale geben euch auch die Möglichkeit weiterer Anpassungen. Bezüglich des Dämperkits, ihr könnt dieses um etwa 80 € erstehen. Ich habe das getestet. Es ist wie gesagt auf beiden Pedalen, Gaspedal oder Bremspedal einsetzbar. Meine Erfahrungen des Dämperkits, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich war anfangs etwas skeptisch, ob das nicht eher ein bisschen ein Gimmick ist. Dem muss ich nach meiner Testphase widersprechen. Nicht so gut gefallen hat mir das Dämperkit hier auf dem Gaspedal. Hier will ich wirklich kaum Dämpfung, das ist einfach Geschmackssache. Testet das aus. Ich will hier sehr freien, leichten Pedalweg, sowohl beim Gas geben, Gas lösen. Darum habe ich dieses Dämperkit hier dann gleich wieder auf das Bremspedal montiert, um es hier zu testen. Und hier hat es seinen Zweck für mich sehr gut erfüllt. Warum? Wenn ihr die Bremse von den CSL Elite Pedalen hernimmt,
hier bei mir aus der Mitte montiert. Ihr habt diesen ersten Pedalweg, bis die Lotzell für euch spürbar wird. Der ist hier sehr leichtgängig hier bei den CSL Elite Pedalen, und da gibt euch dieses Temper-Kit bei den CSP V3 die Möglichkeit, genau diesen Weg, bis ihr in den Anschlag der Lotzell geht, anzupassen, entsprechend eurer Stärke. Ich lege das Gas gerne leicht an und möchte auch in der Anfangsphase etwas Dämpfung seitens des Gas spüren. Genau das ermöglicht mir das Temper-Kit. Ihr könnt dieses Temper-Kit sehr exakt einstellen. Ihr seht hier diese Verstellungsschraube, löst hierzu diese kleinen Imbusschrauben. Ihr habt eine kleine Skala drauf. Ich hoffe, ich kriege das hier mit meiner Headcam gut für euch in Szene gesetzt. Ihr habt da verschiedene Stufen, dreht das entsprechend eurer Vorlieben und ihr bekommt die entsprechende Dämpfung geliefert, und die variiert wirklich sehr stark zwischen leicht und starker Einstellung. Spielt euch damit, testet das aus, das lohnt auf alle Fälle. Wie gesagt, ein Temper-Kit für mich ausreichend. Ihr könnt beide ordern, beide gleichzeitig montieren, macht das. Mein Tipp, ich würde mir eines dieser Temper-Kits bestellen, testet es abwechselnd auf beiden Pedalen und entscheidet dann, bleibt das im Einsatz, nehmt ihr ein zweites dazu oder nicht. Für mich eine sinnvolle Erweiterung und auf alle Fälle kein Gimmick. Ich habe das Wort Gimmick in den Mund genommen. Ihr seht hier diese Vibrationsmotoren an den Pedalen befestigt. Die bieten euch die CSL Elite Pedale nicht. Ja, ich würde sagen, dahingehend zu sagen, okay, diese Vibrationsmotoren hier an den Pedalen sind jetzt für meines Erachtens kein wirklicher Umstiegsgrund, um zu sagen, ja, ich möchte unbedingt die CSP V3 Pedale einsetzen. Ja, es ist ein nettes Gimmick, es ist ein nice to have. Beim Gas geben, beim Bremseanlegen sollen diese Vibrationsmotoren eben durchdrehende Räder hier oder das ABS simulieren. Ihr seht, hier dreht sich diese kleine Scheibe relativ schnell, und da das Ganze außer Mitte quasi ausgeführt wird, entsteht eine kleine Unwucht. Das spürt ihr dann leicht, sage ich mal, wenn ihr barfuß mit Socken unterwegs seid. Seid ihr mit irgendwelchen Kartschuhen oder anderen Racing-Schuhen unterwegs, werdet ihr das kaum verspüren. Warum? Ist eigentlich einfach erklärt, diese Motoren und die Unwucht ist jetzt eher niedrig dimensioniert, und aufgrund der sehr exakten Verarbeitung der CSP V3 Pedale erzeugt ihr hiermit keine wirkliche Vibration und Rütteleffekt. Ihr seht das, wenn ich diese Pedale hier fest hin und her bewege, durch diese massive Ausführung und diese Messigbuchsen habt ihr kaum Spiel, das hier großartige Vibration zulässt. Ja, nice to have, ein Gimmick, besser als nichts, aber jetzt nicht wirklich ein Umstiegsgrund, um zu sagen, okay, ich nehme lieber jetzt die CSP V3 Pedale. Der Aufpreis, der es wert ist, steckt in ganz anderen Details. Lasst mich noch ein paar Worte bezüglich der Kupplung, bezüglich der Kupplungsunterschiede zwischen CSP V3 und CSL Elite verlieren. Kommt bei mir zugegebenermaßen sehr selten zum Einsatz, meist beim Start oder aus der Box raus. Ansonsten fristet die Kupplung ein etwas einsames Dasein bei mir. Wird sich jetzt mit dem Rennsport Cockpit ändern. Ich werde auch mal nach einem Shifter Ausschau halten, um hier ältere Rennfahrzeuge selbstschaltend zu bewegen und die Kupplung vermehrt zum Einsatz zu bringen. Ihr seht das hier bei den CSP V3, der Mechanismus hier, der Befestigungsmechanismus erlaubt dieses, ich sage jetzt mal, nicht lineare Gefühl, das ihr so auch bei einer Kupplung im echten Auto habt. Das heißt, der erste Pedalweg ist streng ähnlich linear, und dann ab dem Druckpunkt, den ihr auch bei der richtigen Kupplung auch habt, spürt ihr dann so einen leicht höheren Widerstand, der dann wiederum beim vollständigen Durchtreten relativ leicht wird bis hin zum Endanschlag. Das heißt, ihr könnt diesen Druckpunkt, Schleifpunkt, wie auch immer ihr das nennen wollt, rausfüllen. Die Range für diesen Schleifpunkt ist nicht ganz so groß wie
bei den seriennahen Fahrzeugen. Das Kupplungspedal der Elite betätigt ihr hier bei mir mittig montiert mit gleichbleibender Kraft. Das heißt, ihr spürt hier keinen speziellen Druckpunkt raus. Das heißt, von Beginn an, sobald ihr die Kupplung betätigt, bis hin zum Endanschlag fühlt sich das sehr linear an. Erfüllt seinen Zweck, aber dieses Feature hier, den Schleifpunkt rauszuspüren, das bekommt ihr nur bei dem Mechanismus der CSP V3 Pedale geliefert. Weitere Anpassungsmöglichkeiten, die ihr mit den CSP V3 Pedalen noch habt, sind diese mitgelieferten Federn. Ihr könnt Gas und Kupplung hier mit anderen Federn ausstatten. Das gelingt durch etwas Schraubereiarbeit, aber ist eigentlich ganz gut zu bewerkstelligen. Macht dies, testet dies aus. Ich finde die out of box, also so wie ihr diese Pedale geliefert bekommt, diese Einstellung relativ gut abgestimmt. Testet das einfach nach Bedarf. Was ihr noch mitgeliefert bekommt, sind diese anderen Pedalplatten. Ja, wenn ihr sagt, ihr wollt diese verwenden, die sind halt etwas kleiner ausgeführt, etwas schmäler. Testet das aus. Mir persönlich, ich bin eigentlich Fan dieser Standardpedale. Mir gefallen diese wesentlich besser. Ich habe genug Platz für meine Füße, auch wenn ich mit Schuhen unterwegs bin. Ja, ist einfach Geschmackssache. Testet dies, beachtet, wenn ihr barfuß unterwegs seid und die Load-Cell eurer CSP V3 entsprechend ausreizt, habt ihr hier bei den Bremspedalen eine relativ kleine Auflagefläche. Das spürt ihr dann schon auf euren Fußsohlen. Ja, übertreibt es da nicht, holt euch hier keine Prellung, ich möchte hier nicht übertreiben, testet das aus. Ja, wie gesagt, out of box dabei, kein Aufpreis, einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Bezüglich Load-Cell von der Kraft her eigentlich gleich ausgeführt wie bei den CSL Elite Pedalen, bis zu 90 Kilogramm könnt ihr da generieren, und wer einmal eine Load-Cell-Bremse in dieser Größenordnung getreten hat, der merkt, dass ja ganz andere Kräfte am Werk sind, wie bei vielleicht bisher bekannten Pedalen. Ich habe euch das in einem meiner ersten Reviews erwähnt, welche Pedale habe ich getestet. Logitech DFG TG27, die T500 Pedale. Und dann, vielleicht für euch auch interessant, für diejenigen, die von den CSP V1 umsteigen wollen, diese CSP V1, also die ersten Clubsport-Pedale, diese schön Silber-Aluminium ausgeführten Pedale, die hatte ich sehr, sehr lange im Einsatz. Ja, zu den CSP V3 habe ich eine Generation übersprungen. Und dieser Sprung, der lohnt doch deutlich. Wie gesagt, mir persönlich gefällt sehr gut das hier mit dem Temper-Kit. Die Load-Cell ist verglichen mit meinen CSP V1 ja, etwas fehleranfälliger, glaube ich, ausgeführt. Das Ganze sieht mir sehr solide aus, wurde hier wirklich gut verbaut. Ganz toll, ganz gut, gefällt mir in Sachen Bremse dieses Einstellungsrad. Ihr habt hier eine Skalenverstellung. Durch Drehen dieses Rädchens könnt ihr diese ganze Dämpfung entsprechend anpassen. Ihr seht das hier, da kommen dann diese Zahlen zum Vorschein, und es lässt sich eure Pedalkraft exakt anpassen. Kurz vorm Zusammenschneiden meines Videos, um es für euch abzulohnen, ist mir noch in den Sinn gekommen, euch bezüglich des Temper-Kits auf einen wichtigen Umstand hinzuweisen. Da ging es mir beim Umbau folgendermaßen, und zwar, ihr seht, hier habe ich wieder zurückgebaut auf die Standard-Variante. Da seht ihr diesen Vibrationsmotor, der ist nach unten hin ausgerichtet. Beim Temper-Kit beilegend habt ihr diese Halteklammer, diese eigene, damit ihr dieses quasi verkehrt hin montieren könnt. Ihr seht, damit schafft ihr Platz hier zwischen dem Temper-Kit und diesem Vibrationsmotor, um dieses entsprechend zu befestigen. Und hier ist Vorsicht geboten. Diese Vibrationsmotoren sind natürlich mit Strom versorgt. Ihr seht das hier an dem Käbelchen. Hier läuft dies
in Richtung nach unten und ihr benötigt eben mehr Kabellänge. Passt auf, wenn ihr diese Vibrationsmotoren, wie gesagt, nach oben ausrichtet, um fürs Temper-Kit Platz zu schaffen. Fädelt dieses Kabel aus, zieht das vom Kabelstrang hier unten etwas nach, um dieses nicht zu überspannen, sonst diese Käbelchen sind relativ fein, nicht zu fein, aber relativ fein ausgeführt, nicht, dass ihr das hier abreißt und euren Vibrationsmotor außer Gefecht setzt. Soweit mein Umbautipp, folgt dem beigelegten Booklet einfach genau, dann lässt sich dieser Umbau des Temper-Kits einfach zu bewerkstelligen. Das habt ihr in 10 Minuten umgebaut. Wie bereits erwähnt, das lohnt, testet das aus, macht das und achtet hier auf euer Käbelchen, dass ihr bitte nicht hier drinnen verspießt laufen lasst und überdehnt, sondern führt es hier außen rum und euer Vibrationsmotor wird es euch danken. Bevor wir zum abschließenden Fazit kommen, möchte ich noch mal kurz auf dieses Brake Performance Kit eingehen. Ich habe euch das noch nicht angetestet, mitgeordert habe ich es, kostet um die 20-30 Euro. Und nehmt das mit, wenn ihr experimentieren wollt. Warum noch nicht angetestet von meiner Seite? Ich möchte noch einen Long-Term-Test meiner CSP V3 Pedale machen, um mich dann näher damit auseinandersetzen zu können. Ihr seht, ihr habt so ein kleines Booklet dabei, da steht genau die Umbaumaßnahme auch für das Brake Performance Kit mit bei, und da seht ihr hier auf der Rückseite so eine kleine Tabelle, und diese kleine Tabelle zeigt euch den richtigen Einsatz dieser Buchsen, wie ihr kombinieren könnt, um entsprechend eure Kraft zu generieren. Das geht dann von Very Hard bis Soft, somit könnt ihr ja eure CSP V3 verfeinern, anpassen, ja, noch besser ausloten. Viele von euch fragen auch immer, wie ist es dann mit der Load Cell, was hat das mit auf sich? Ich kann euch sagen, aus dem echten Rennsport, ich habe das auch mal getestet, das Gehirn merkt sich besser die Kraft, die Bremskraft als den Pedalweg. Das heißt, über die Bremskraft könnt ihr feiner dosieren. Ihr merkt euch besser, inwieweit ihr die Bremse betätigen müsst. Das speichert das Gehirn besser ab. Bei Formel 1 Swing ist das ganz extrem. Das ist so ähnlich, wie wenn ihr gegen eine Wand drückt. Da habt ihr kaum Pedalweg und nur einzig allein über die Kraft wird eure Bremse dosiert. Ja, funktioniert besser, hat sich im Rennsport bewährt. Spielt euch mit eurer Load Cell, nutzt diese voll aus. Ja, kommen wir zum Fazit. CSP V3 Pedale oder CSL Elite Pedale. Immer schwierig für mich, mich festzulegen, doch ich möchte dies tun. Ich stelle mich dieser Herausforderung. Mein Favorit hier auf der rechten Seite, CSP V3 Pedale. Kurz begründet, warum. Warum mein Enthusiastenanspruch genügt, um hier 360 Euro Basispreis in Kauf zu nehmen. Ich finde die Ausstattung, das mitgelieferte Zubehör für äußerst fair mit den unterschiedlichen Pedalplatten. Die Anpassungsmöglichkeiten gefallen mir sehr gut. Ich muss natürlich zugeben, ich bin da auch etwas vorbelastet. Meine CSP V1 Pedale, davon war ich großer Fan. Ja, und ich finde hier in den CSP V3 eine äußerst hochwertige Fortsetzung dieser. CSP V1 Besitzern kann ich, wie gesagt, nochmal empfehlen, macht diesen Step Up. Ich habe meine CSP V1 um die 150 Euro verkaufen können. Der Aufpreis mit gut 200 Euro war moderat. Gut, ich habe mir dann noch dieses Temper-Kit mitgeordert. Auch hierbei möchte ich sagen, klarer Tipp. Kein Gimmick, sondern meiner Seite Empfehlung. Beide Kits zu ordern, sei gut überlegt, bestellt euch eins, testet dieses. Bei mir kommt dies und wird auch weiterhin auf der Bremse im Einsatz sein. Das bleibt so, wie es ist. Ja, was bleibt für die CSL Elite? Die CSL Elite macht das gute Abschneiden der CSP V3 nicht schlechter, keineswegs. CSL Elite Pedale für mich euer Einstieg in die Sim-Racing-Welt mit Anspruch. Wie gesagt, ich habe ja alles Mögliche durchgetestet.
bis hin zu diesen T3PA Pro oder so ähnlich heißen die von Thrustmaster. Die kosten einzeln, glaube ich, um die 110, 120 Euro. Nimmt diesen 100er, würde ich jetzt sagen, Aufpreis in Kauf. Ihr steigt mit CSL Elite wirklich ins Simracing-Geschehen ein, habt ihr vollwertiges Pedalset, das ihr anpassen könnt, das ihr langfristig nutzen könnt und seid für um die 200 Euro wirklich super aufgestellt. Ist dieser Einstieg für Pedale um rund 200 Euro eine Hürde für euch, dann könnt ihr sehr kostengünstig ohne die Load-Cell hier über Gas- und Kupplungspedal quasi um ca. 90 Euro einsteigen. Da liegt, das habe ich in dem CSL Elite Review auch erwähnt, Fanatec diesen Schaumstoffpuffer mit bei, den könnt ihr beim Kupplungspedal einklemmen und so gesehen die Bremskraft etwas simulieren. Macht diesen Einstieg, wenn ihr kostengünstig in Fanatecs CSL Elite Welt quasi einsteigen wollt und kauft euch anschließend dieses Load-Cell Kit hinzu. Besser, holt dieses komplett im Komplettpaket 220 Euro, preis-leistungsmäßig unschlagbar. Ihr findet hier am Markt nichts Ähnliches. Habt ihr wie gesagt Enthusiastenansprüche, könnt ihr diese 140 Euro Aufpreis bzw. gut 200 Aufpreis mit dem Temper-Kit bewerkstelligen. Tut das. Ich sehe das immer als äußerst langfristige Investition, die sich dann auch über den Wiederverkauf wieder rechnet. Mein Fazit hier: CSP V3, wenn ihr die Mittel dazu habt, wenn es euch das wert ist, ich lege euch diese Pedale ans Herz. Ihr seht hier über meinen Bildschirm durchlaufen, kurz noch erwähnt, Fanatec hat hier kürzlich mit den Clubsport, blende euch das nochmal ein, mit den Clubsport V3 Inverted Pedalen nachgelegt. Ich muss schauen, ob ich das bewerkstelligen kann, diese Gegend zu testen. Die Preisgrenze ist im Bereich von etwa 600 Euro angesiedelt. Da seid ihr nochmal um 40% über den CSP V3. Was es damit auf sich hat mit diesen Inverted Pedals. Mal sehen, ob ich euch hier ein Review bereitstellen kann. Postet das, meldet das rück. Wollt ihr das mal sehen? Vielleicht kümmere ich mich auch einmal darum. Im Moment bin ich sehr happy mit diesem V3, aber wer weiß, was Fanatec hier auf die Beine gestellt hat. Was ich gelesen, gehört habe, sieht das äußerst hochwertig aus. Mal sehen, was ich für euch machen kann. Zum Schluss, liebe Simracing-Freunde, habe ich hier in meinem Rennsport-Cockpit Platz genommen, um Goodbye zu sagen und gleichzeitig kurz anzuteasern, was euch denn erwartet. Viele von euch haben mich gefragt zum Einstieg mit entweder CSL Elite Base oder gerade jetzt mit der vergünstigsten CSW V2, welches Rim zu nehmen sei. Ja, ich bin abwechselnd mit dem Formula Rim und dem BMW M3 Rim unterwegs. Günstigstes Einsteiger-Rim, das CSL Elite P1 Rim, habe ich auch noch hier zu Hause. Bekommt ihr mittlerweile für wirklich günstige 99 Euro geliefert. Ja, mit was sollt ihr einsteigen? Wo sind die Unterschiede? Bei mir im Zulauf, ich hänge das vielleicht hier noch oben rechts in einem Kurzvideo rein, ist ein Porsche 918 Rim und dann haben wir 1, 2, 3, das Formula Rim, BMW M3 Rim und hier das 918er Rim, welches ich euch dann näher vorstellen möchte. Das lohnt in einem eigenen Review, denke ich. Wir werden das Ganze irgendwie so Wheel Roundup nennen. Ja, so viel kann ich euch versprechen. Das wird mein nächster Job für euch. Haltet mich am Laufenden, abonniert, Daumen hoch, Daumen runter, positive, negative Kritik, herzlich willkommen. Begründet diese, dann kann ich damit etwas anfangen. Bedanke mich für euch, dass ihr hier dabei seid und gerne weiteren Content sehen wollt. Nehmt die Beratungen in Anspruch. Ich sage euch, was ich kann und halte euch am Laufenden. Stellt Fragen, stellt Wünsche. Die Links packe ich euch mit rein und wir hören uns wieder bei einem nächsten Ron Reviewed.